Steiler, extremer, gnadenloser. Heute geht es um die Auswahl meiner 7 härtesten Skiabfahrten der Welt. Hast du schon eine dieser Abfahrten gewagt? Wir starten mit einer wahren Legende. Rambo in Crested Butte, Colorado. Diese Abfahrt ist ein absoluter Härtetest. Sie ist die steilste Tree-Cut-Abfahrt in den USA, eingebettet in einen dichten Wald. Baumstümpfe, enge Turns und extreme Steilheit fordern alles von dir heraus. Wer hier stürzt, landet schnell auf Baumstümpfen, Felsen oder im Wald. Doch einmal gemeistert bleibt diese Abfahrt für immer im Kopf und das Burrito im Ort schmeckt doppelt so gut. Kurz, aber gnadenlos. Das ist die Harakiri in Maierhofen als steilste präparierte Piste im Zillertal mit 78% Gefälle. Allein der Blick aus dem Sessellift lässt schon erahnen, wie es dort bergab geht. Doch wenn du dann selbst auf der Abfahrt stehst, merkst du erst so wirklich das Ausmaß. Viele rutschen einfach seitlich hinunter, bessere nutzen einen Kurzschwung, manche fahren im Schuss, doch wer hier stürzt, rutscht ungebremst 200 Meter bis ins Tal. Die Harakiri haben sicherlich einige von euch schon gewagt. Habt ihr weitere Tipps für diese Top-Liste? Schreibt eure Erfahrungen gerne unten in die Kommentare. Weiter geht's und diese Piste ist einzigartig. Du startest mit einer Fahrt durch einen 200 Meter langen Tunnel. Klingt soweit noch lässig, oder? Aber dann kommt ein Adrenalinkick, denn nach dem Tunnel geht es durch eine steile, schmale Passage, die nicht jeder bewältigt bekommt. Die Rede ist von Le Tunnel in den französischen Alpen und die Ski Patrol muss hier nahezu täglich ausrücken, denn ihr seht schon, wie die Menschen dort auf den passenden Zeitpunkt warten und nicht jeder schafft diese enge Passage und die dann enge, aber auch lange Buckelpiste, die nach dieser Passage kommt. Und apropos lang, im gleichen Skigebiet gibt es auch die längste schwarze Piste der Alpen, die Sarenne, und die könnt ihr gleich danach ausprobieren. Wer von euch nach Alpe d'Huez fahren und diese Skipisten ausprobieren möchte, für den habe ich einen Tipp. Nutzt insbesondere in Frankreich Snowtracks für die Buchung eures Skiurlaubs, denn sie haben immer sehr starke Angebote in der Kombination zwischen Unterkunft und Skipässen. Seit über 25 Jahren sind sie dabei mit Expertise im Wintersport aktiv, bieten 350 Orte mit über 5000 Unterkünften im Wintersport an. Da findet ihr ganz sicher was Passendes für euch. Und wenn ihr dann zusätzlich was sparen möchtet, dann könnt ihr das tun mit dem Rabattcode MARIUS60. Gibt es weitere 60 € Rabatt. Alles weitere dazu findet ihr direkt mit dem ersten Link unten in der Beschreibung. Weiter geht's, nicht mehr mit Buckeln, sondern mit einer präparierten und sehr steilen Skipiste. Die Rede ist von der Black Ibex. Sie gilt als die steilste Piste Österreichs mit über 80% Gefälle am Kaunertaler Gletscher. Von der Gondel aus siehst du schon diese schmale, fast senkrechte Linie hinunter ins Tal. Diese Abfahrt ist nichts für schwache Nerven. Sie ist zwar kurz und präpariert, aber durch die extreme Steilheit bleibt sie eine echte Herausforderung. Wenn du Angst vor Buckelpisten hast, dann ist das, was jetzt kommt, dein Albtraum, denn die Schweizer Wand ist eine der steilsten Buckelpisten Europas. Hier gibt es keine Präparierung, nur riesige, fast menschenhohe Buckel. Als ich dort war, musste ich direkt beim Einstieg einer Frau helfen, die sich in den Buckeln verfangen hatte. Allein die Fahrt mit dem Sessellift hinauf ist schon ein Erlebnis, weil man die ganzen Menschen in dieser riesigen Wand beobachten kann. Einmal im Flow macht die Abfahrt aber auch richtig Laune. Wir blicken jetzt auf das Grand Couloir im größten Skigebiet der Welt. Eine Skiroute und dabei ist der Einstieg die Schlüsselstelle. Du musst über einen schmalen Grat fahren, der links und rechts steil abfällt. Da habe ich direkt einen Skifahrer gesehen, der vom Grat abgekommen ist und dann gerettet werden musste. Der absolute Albtraum. Danach geht es über eine steile Buckelpiste zwischen 2 Felsen hindurch, bis man in ein breites Buckelfeld gerät. Die Oberschenkel wissen am Ende, was sie getan haben.
Und die krönende Nummer 1, das ist das Corbett's Couloir in Jackson Hole, Wyoming. Da habe ich selbst noch eine Rechnung mit offen, denn der Einstieg ist eine echte Mutprobe. Ich habe das Ganze bisher sehr zaghaft gewagt und diese 3 bis 6 Meter hohe Felswand will ich irgendwann einmal souveräner bewältigen. Habt ihr das selbst schon ausprobiert oder habt ihr andere Listen? Schreibt sie sehr gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich über eure Eindrücke. Denkt an den Rabattcode Marius60 und wir sehen uns in diesem Video hier wieder. Die längste Skipiste der Alpen. Da freue ich mich und ein anderes Video ist genau hier verlinkt. Bis dann und tschüss.